Im Herzen des Osmanischen Reiches kämpft eine Frau um Macht, Liebe und ihr Überleben. Aus einer Sklavin wird eine Kaiserin, Hürrem Sultan. Sie verzaubert den mächtigsten Mann ihrer Zeit, Süleyman den Prächtigen. Doch hinter den goldenen Mauern des Palastes tobt ein verborgener Krieg. Ein Krieg um Erben, Einfluss und Leben. Und Hürrem ist bereit, alles zu riskieren. Bei ihrer Geburt hieß sie vermutlich Anastasia oder Alexandra Lissowska, die Tochter eines Priesters, geboren zwischen 1502 und 1506 in Rossinien, einen Teil des damaligen Königreichs Polen, im Gebiet des heutigen Westens der Ukraine. Doch ihr Leben nahm schon früh eine grausame Wendung. Bei einem Überfall wurde das junge Mädchen von Krim-Tataren verschleppt und als Sklavin verkauft. Zuerst auf den Märkten von Kaffa auf der Krim. Dann brachten die Händler sie weiter in die Hauptstadt des Osmanischen Reiches, Konstantinopel. Dort fiel sie sofort auf, ihr Lächeln, ihre Klugheit. Etwas an ihr war anders. Man gab ihr den persischen Namen Hürrem, die Heitere. Mit etwa 15 Jahren wurde sie von der Mutter des Sultans gekauft, als Geschenk für ihren Sohn Süleyman. Der junge Herrscher ahnte nicht, dass dieses Mädchen sein Herz und das Schicksal eines ganzen Reiches verändern würde. Hürrem wurde eine von 100 Frauen im Harem des Sultans, jenem verborgenen Ort, den man das verbotene Haus nannte. Hier lebten nicht nur Konkubinen und Dienerinnen, sondern auch die Mutter des Sultans, seine Schwestern, Tanten und Kinder. Ein goldener Käfig mitten im Herzen des Palastes, zugänglich nur durch geheime Gänge und bewacht von Männern, die selbst keine Männer mehr waren. Im Innern herrschte Prunk und Stille. Blaue, grüne und goldene Kacheln schmückten die Wände, feine Teppiche bedeckten die Böden. In den stillen Innenhöfen plätscherten Brunnen, Musiker spielten leise Melodien. Man nannte diesen Ort den Palast der Glückseligkeit, denn außer ihrer Freiheit fehlte den Frauen nichts. Sie trugen die schönsten Gewänder, aßen von goldenen Schalen und bildeten sich weiter in Musik, Dichtung und Tanz. Was sie dachten, was sie fühlten, das blieb ein Geheimnis. Niemand durfte darüber sprechen. Doch hinter der Schönheit des Ortes lag ein anderer Sinn. Hier wurden die künftigen Sultane geboren. Der Herrscher selbst galt als über den Sterblichen stehend und zu erhaben für eine Ehe mit einer Prinzessin oder einer Frau aus dem eigenen Volk. Eine solche Verbindung hätte ihn gebunden, politisch und menschlich. Mein Herr, die Grenze im Westen ist unruhig. Wir müssen beraten. Bring mir alle Berichte. Heute fällt die Entscheidung. Darum ließ man seine Nachfolger aus dem Harem kommen, von Frauen, die einst aus den christlichen Ländern Osteuropas, Russlands oder Nordafrikas in die Paläste von Konstantinopel verschleppt worden waren. Damit kein anderer Mann den Frauen zu nahe kam, wurde der Harem streng von Eunuchen bewacht, Männer, die grausam entmannt worden waren. Sie waren die stillen Wächter dieser verborgenen Welt. Die Wahl der Frauen lag nicht beim Sultan, sondern bei seiner Mutter. Sie war die wahre Herrin des Harems, mächtig genug, das Schicksal jeder Frau zu bestimmen. Die zukünftigen Mütter der Sultane wurden nicht nur nach Schönheit ausgewählt, sondern auch nach Verstand, denn eines Tages sollten sie ihre Söhne beraten, wenn diese selbst herrschten.
Die Auserwählten mussten im Bad unter den Gemächern des Sultans baden. Von dort aus konnte er sie sehen und die Frau wählen, die ihm gefiel. Eines Tages fiel sein Blick auf Hürrem. Ihr helles Gesicht, ihr rotes Haar, so anders als bei allen anderen. Etwas an ihr fesselte ihn sofort. Bevor sie vor den Sultan trat, wurde sie von den älteren Frauen vorbereitet. Sie badeten sie in duftenden Ölen, bemalten ihre Hände mit Henna und schmückten sie mit Seide und Schmuck. Begleitet von Musik wurde sie zu den Gemächern des Sultans geführt. Normalerweise blieb eine Konkubine nur wenige Nächte bei ihm, bis er sich abwandte oder sie schwanger wurde. Doch bei Hürrem war es anders. Süleyman rief sie immer wieder zu sich und bald wies er alle anderen Frauen zurück. Es war nicht nur ihre Schönheit, Hürrem hatte etwas, das ihn tief berührte, ihre Heiterkeit, ihren wachen Geist, ihre Liebe zur Poesie. Sie konnte Verse rezitieren und traf damit das Herz des Sultans, der selbst ein Dichter war. Bald war Hürrem seine erklärte Favoritin, doch ihr Aufstieg weckte Neid. Vor allem Mahidevran, die Mutter seines ältesten Sohnes, konnte die neue Rivalin nicht ertragen. Sie beschimpfte Hürrem, schlug sie und zerkratzte ihr Gesicht. Als der Sultan sie wieder zu sich rief, lehnte Hürrem ab und sagte nur, sie sei es nicht wert, seine Aufmerksamkeit zu empfangen. Sie sei beschmutztes Fleisch. Süleyman, überrascht, ließ sie erneut kommen. Diesmal erschien sie, mit den Kratzspuren im Gesicht. Sie erzählte ihm, was geschehen war, und gewann so sein Mitgefühl. Von diesem Tag an war Mahidevran vergessen. Kurz darauf brachte Hürrem einen Sohn zur Welt, Prinz Mehmed. Im Harem galt ein ungeschriebenes Gesetz. Jede Mutter war die engste Verbündete ihres Kindes und jede kämpfte darum, dass ihr Sohn eines Tages den Thron bestieg. Im Osmanischen Reich gab es keine feste Thronfolge. Alle Söhne eines Sultans hatten das gleiche Recht auf die Krone. Und so begann mit dem Tod jedes Herrschers ein erbarmungsloser Wettlauf um die Macht. In den folgenden Jahren gebar Hürrem 6 Kinder, 5 Söhne und eine Tochter. Prinz Mehmed, Abdullah, Selim, Bayezid, Dschihangir und Mihama. Zu diesem Zeitpunkt hatte Hürrem längst erreicht, was keine Frau vor ihr geschafft hatte. Sie hatte ihre Stellung im Palast gesichert und ihre Rivalin Mahidevran entmachtet. Doch ihr Einfluss machte sie angreifbar. Am Hof begann man zu flüstern. Ein Sultan, der einer einzigen Frau treu blieb, das war unerhört. Bald hieß es, Hürrem habe ihn mit Zauberei verführt. Um ihn zu prüfen, brachte man 2 neue Frauen in den Harem, Rothaarige aus Russland, wie einst Hürrem selbst. Doch als sie davon erfuhr, weinte sie vor dem Sultan. Süleyman wies die neuen Frauen fort und gab auch andere Konkubinen an seine Berater weiter. Für ihn gab es nur noch eine. 14 Jahre nach ihrer ersten Nacht geschah das Undenkbare. Süleyman brach mit allen Traditionen. Er entließ Hürrem aus der Sklaverei und heiratete sie in einer prunkvollen Zeremonie. Er verlieh ihr den Titel Haseki Sultan, kaiserliche Gemahlin. Von nun an erhielt sie täglich 2000 Asper und wurde so die reichste Frau des Reiches. Am Hof war die Empörung groß. Ein Sultan, der eine ehemalige Sklavin zur Königin machte, das galt als unerhört. Doch Süleyman liebte sie, er nannte sie fortan Hürrem Sultan. Sie verließ den Harem und zog in Gemächer neben denen des Sultans. Ein Bruch mit dem alten Gesetz, das schon Mehmed der Eroberer erlassen hatte. Keine Frau sollte dort wohnen, wo Politik gemacht wurde. Hürrem aber trat aus dem Schatten. Sie gewann Einfluss. Sie knüpfte Kontakte bis in ihre Heimat und pflegte eine Beziehung zu König Sigismund II. Von Polen. Durch sie entstand ein Bündnis zwischen Polen und dem Osmanischen Reich, das den Frieden sicherte. So nannte man sie Roxolana, die Frau aus Ruthenien.
Doch Hürrem nutzte ihre Macht nicht für Prunk, sondern für Werke, die Bestand hatten. Moscheen, Schulen, Brunnen, Badehäuser, ein Frauenhospital und Suppenküchen, wo täglich Tausende speisten. Ihr Beispiel veränderte die Stellung der Frau im ganzen Reich. Zum ersten Mal konnten sie Einfluss nehmen und Spuren in der Geschichte hinterlassen. Während Hürrem Gutes tat, führte Süleyman seine Kriege. Er eroberte Belgrad und Buda, belagerte Wien, musste sich aber zurückziehen. Doch selbst in der Ferne blieb ihre Liebe stark. Sie schrieben sich Briefe voller Sehnsucht und Zärtlichkeit. Eine Seele findet Trost, wenigstens in einem Brief, schrieb Hürrem an ihren Geliebten. Unsere Söhne und unsere Tochter weinen vor Sehnsucht nach dir. Doch zwischen den Zeilen lag Angst. Mit jedem Jahr wuchsen ihre Kinder heran, und sie wusste, der Tag, an dem die Söhne um die Krone kämpfen würden, rückte näher. Der älteste Prinz Mustafa stammte aus der Verbindung mit Hürrems alter Rivalin, Mahidevran. Er war beliebt bei der Armee, beim Volk und beim Großwesir Ebrahim Pascha. Ebrahim Pascha war wie Hürrem einst ein Sklave gewesen, doch sein Scharfsinn und seine Klugheit hatten ihn zum engsten Vertrauten des Sultans gemacht. Er war mehr als ein Berater, er war ein Freund. Sie arbeiteten Seite an Seite, aßen gemeinsam, teilten Geheimnisse und Pläne. Süleyman vertraute ihm so sehr, dass er ihm sogar seine Schwester zur Frau gab. Für Hürrem war das ein Dorn im Auge. Sie misstraute Ibrahim und machte kein Geheimnis daraus. Der Großwesir wurde übermütig, er häufte Reichtum an, nahm Geschenke und Bestechungsgelder entgegen und prahlte offen. Als Hürrem davon erfuhr, ließ sie es den Sultan wissen. Süleyman schwieg, doch die Worte blieben in seinem Herzen. Eines Abends lud er Ibrahim Pascha zum Abendessen ein. Wie so oft sprachen sie bis spät in die Nacht. Dann legten sie sich zur Ruhe. Noch in derselben Nacht befahl Süleyman, dass sein Freund mit der Bogensehne erdrosselt werde. Eine Hinrichtung, die sonst nur Prinzen vorbehalten war, damit kein königliches Blut vergossen wurde. Am nächsten Morgen fand man Ibrahims Leiche vor den Toren des Palastes. Süleymans Schwester kam zu ihm, tränenüberströmt, und machte ihn für den Tod ihres Mannes verantwortlich. Erschüttert suchte der Sultan Trost. Nach Ibrahims Tod schien der Weg frei für Hürrems Sohn Mehmed. Er war klug, beliebt und galt als künftiger Thronerbe. Doch das Schicksal hatte andere Pläne. Mit nur 21 Jahren starb er an den Pocken. Kurz darauf folgte ihm sein Bruder Abdullah. Nun rückte Prinz Mustafa, der Sohn Mahidevrans, in den Vordergrund. Er war groß, mutig und beliebt. Ein Krieger, den das Heer verehrte. Für viele war er der geborene Sultan. Für Hürrem war er jedoch eine Bedrohung, denn wenn Mustafa den Thron bestieg, würde das den Tod ihrer 3 Söhne bedeuten. Aus Angst um ihre Familie schloss sie sich dem neuen Großwesir an, dem Ehemann ihrer Tochter Mihrimah. Er war der Einzige, der dem Sultan Dinge zuflüstern konnte, die kein anderer wagte auszusprechen. Gemeinsam spannten sie ein Netz aus Verdacht und Misstrauen. Der Großwesir warnte den Sultan. Mustafa plane einen Staatsstreich, er wolle seinen Vater stürzen. Als Mustafa davon erfuhr, eilte er in das Heerlager seines Vaters in Persien, um seine Unschuld zu beweisen. Doch er bekam keine Gelegenheit. Auf ein Zeichen Süleymans stürzten sich die Wachen auf ihn. Mit einer Bogensehne wurde Mustafa erdrosselt, vor den Augen des Sultans. Der Tod des Prinzen erschütterte das ganze Reich. Das Volk gab Hürrem die Schuld und sah in ihr eine Frau, die den Thron durch Blut und Intrige sichern wollte. Doch auch sie zahlte einen hohen Preis. Ihr jüngster Sohn, Dschihangir, schwach von Geburt, starb wenig später. Nun blieben 2 Söhne, Selim und Bayezid.
Beide ehrgeizig, beide überzeugt, die Krone sei ihr Schicksal. Hürrem wusste, nur einer würde herrschen, der andere sterben, am Ende einer Bogensehne. Vielleicht war es Gnade, dass sie diesen Kampf nicht mehr erleben musste. Mit 50 Jahren wurde sie schwer krank. Süleyman wich nicht von ihrer Seite. Am 15. April 1558 starb Hürrem Sultan, die einstige Sklavin, die Kaiserin des mächtigsten Reiches der Welt geworden war. Nach Hürrems Tod brach im Reich erneut Streit aus. Ihr Sohn Bayezid erhob sich gegen seinen Vater und Bruder, doch Süleyman ließ ihn als Verräter hinrichten. Von da an zog sich der Sultan zurück. Er wurde still und fromm, aß nicht mehr von goldenen Tellern, sondern aus einfachen Schalen aus Ton. Acht Jahre lang trauerte er um seine große Liebe. Dann folgte er ihr in den Tod. Mit ihrem Sohn Selim II. Begann eine neue Zeit, das Zeitalter der Sultansfrauen. 1 Jahrhundert lang bestimmten Mütter und Gemahlinnen der Sultane die Politik des Osmanischen Reiches, mächtiger als Frauen es je zuvor gewesen waren. Wie viele von ihnen war auch Hürrem einst eine Sklavin, doch sie erhob sich über ihr Schicksal, prägte ein Weltreich und wurde zu einer Legende. Bis heute gilt sie in der Türkei und weit darüber hinaus als Symbol für Stärke, Klugheit und Mut.